Jetzt geht's ab! Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und mit diesem Video startet eine neue Serie auf meinem Kanal und die heißt: Wie benutzt man kleine Wörter? Bestimmt weißt du sofort, was ich meine. An, auf, aus, unter, über, mit, zu und so weiter gehören dazu. Und davon gibt es ziemlich viele und es gibt vor allem oft mehrere Möglichkeiten, diese kleinen Wörter zu verwenden. Schau mal. Der Zug kommt um 9 Uhr an. Ich denke an dich. Obst ist reich an Vitaminen. Ich habe keine Erinnerung an meinen ersten Schultag. Gleiches Wort, unterschiedliche Bedeutung. Im ersten Satz ist an eine Vorsilbe, auch Präfix genannt, und gehört zum Wort ankommen. Im zweiten Satz ist es eine Präposition, und die gehört zwar auch zum Verb, steht aber dahinter. Denken an. Diese Präposition gehört fest zum Verb. Das gibt es auch für manche Adjektive, zum Beispiel reich an etwas sein oder für Nomen die Erinnerung an etwas. Ich weiß, es ist ein Chaos, aber keine Sorge, mit dieser neuen Videoreihe gehen wir richtig ins Detail, sodass du auch die Bedeutung der kleinen Wörter verstehst und genug Beispiele bekommst. Außerdem empfehle ich dir, direkt das Einmaleins der kleinen Wörter herunterzuladen, denn damit hast du sie alle im Überblick. Du bekommst sie wie immer kostenlos über den Link unter diesem Video. Also, bist du bereit? Dann geht's los. Heute schauen wir uns die 2 kleinen Wörter ab und an. Das sind zwar erstmal nur 2, aber die kommen so oft vor und haben hunderte Verwendungsmöglichkeiten. Schau dir die folgenden Sätze an. Der Friseur wird meine Haare abschneiden. Sie können Ihre Sachen hier ablegen. Du musst deinen Ausweis abgeben. Die Firma muss Jobs abbauen. Der Chef will mir 50 € von meinem Lohn abziehen. Ich müsste mal wieder das Regal abstauben. Kannst du mich von der Bushaltestelle abholen? Man soll sich im Unterricht nicht zu sehr ablenken. Man kann Grammatik und Wortschatz nicht immer voneinander abgrenzen. Was denkst du bei den Beispielen? Es geht um eine Trennung. Etwas wird entfernt oder weggemacht. Dazu gehört natürlich auch das Verb abmachen. Übrigens sind das alles trennbare Verben. Ich habe schon mal ein Video über Trennbarkeit und Untrennbarkeit gemacht. Das kannst du dir hier anschauen. Ja, das war eine Bedeutung von ab. Aber es gibt noch mehr. Schau mal hier. Der Bus wird in 5 Minuten abfahren. Das Fleisch ist schon seit Tagen abgelaufen. Wann werdet ihr das Projekt abschließen? Ich hoffe, dass meine Schmerzen bald abklingen. Ich kann das Video nicht abspielen. Am Ende des Monats werden wir dein Gehalt abrechnen. Was erkennst du hier? Es geht im Grunde um den Beginn oder das Ende einer Handlung. Es gibt noch eine weitere Bedeutung. Ich will diesen Sommer 5 Kilo abnehmen. Man kann den Lärm mit einem Lärmschutz abschwächen. Durch den Klimawandel werden viele Seen abgesenkt. Durch Wind wird Sand von der Erde abgetragen. Welche Bedeutung hat ab in diesem Kontext? Etwas wird weniger, es gibt eine Reduktion oder Verringerung. Und zum Schluss noch eine letzte, allgemeinere Bedeutung. Der Lehrer wird mein Wissen abfragen. Du musst dich mit der Situation abfinden. Ich kann nicht abschätzen, wie lange wir warten müssen. Mit der Zeit wird sich Material abnutzen. Du siehst, ganz schön viele verschiedene Bedeutungen. Und das waren erst die Vorsilben. Jetzt kommen wir noch zu der Präposition ab.
Da habe ich aber gute Nachrichten, denn ab benutzt man eigentlich nur für einen Startpunkt. Hier direkt ein paar Beispiele. Ich bin ab Montag im Urlaub. Dieses Zugticket gilt erst ab Stuttgart. Ab heute beginnt mein neues Leben. Ab hier geht es nur noch bergauf. Es gibt, soweit ich weiß, keine Verben mit der Präposition ab. Das macht das Ganze natürlich etwas einfacher. Dafür kommen wir jetzt aber zu dem kleinen Wort an. Und das wird sowohl als Vorsilbe als auch als Präposition sehr häufig benutzt. Bist du bereit? Man darf im Museum nichts anfassen und sich nirgendwo anlehnen. Man darf sich aber alles anschauen oder ansehen. Kannst du mich anrufen? Willst du das Lied anhören? In der Mail ist ein Dokument angehängt. Ich möchte dieses Bild an der Wand anbringen. Du sollst mich vor 8 Uhr morgens nicht ansprechen. Sie hat sich mit den Nachbarn angefreundet. Ich werde mich für den Kurs anmelden. Worum geht es in diesen Sätzen? Um Nähe, um Kontakt oder Befestigung. Es gibt noch eine weitere Bedeutung, schau mal hier. Der Film wird gleich anfangen. Für ein Feuer kann man Holz anzünden. Kannst du das Radio anschalten? Der Zug wird um 8 Uhr ankommen. Ich möchte die Tafel Schokolade anbrechen. Lass uns das Problem angehen. Was fällt dir hier auf? Es geht um den Beginn einer Aktion oder eines Zustands. Noch eine Bedeutung. Du musst dich mehr anstrengen. Die Bank wird die Zinsen anheben. Die Fans wollen ihren Club anfeuern. Der Meeresspiegel wird weiter ansteigen. Was könnte es in diesem Kontext bedeuten? Etwas nimmt zu bzw. wird mehr oder größer. Und dann gibt's noch eine Kategorie, bevor wir uns an als Präposition anschauen. Der Täter wurde vom Opfer angeklagt. Wird man mein Diplom im Ausland anerkennen? Diese beiden kann man nicht so richtig zu einer Kategorie zuordnen, daher nennen wir sie mal spezifische Zustände oder Prozesse. Wenn dir noch andere Verben mit diesen beiden Vorsilben einfallen, dann schreib sie in die Kommentare. Und damit kommen wir zu an als Präposition. Wo hängt das Bild? An der Wand, am Kühlschrank, an der Tür und so weiter. Das Hotel befindet sich direkt am Strand, an der Hauptstraße oder am Waldrand. Diese lokale Bedeutung kennst du ja bestimmt. Du kannst sie auch für Richtungen benutzen, wenn du auf die Frage wohin antwortest. Ich gehe an den Strand, an den See und so weiter. Dann gibt es aber auch noch eine temporale Bedeutung, die auf die Frage wann antwortet. An diesem Mittwoch hat sie Geburtstag. An den Wochenenden geht sie meistens in die Disco. Und zum krönenden Abschluss der heutigen Lektion kommen wir nun zu einer ganz abstrakten Verwendungsweise von an, nämlich in einer festen Verbindung mit einem Verb. Warum gibt es das? Keine Ahnung, aber es gibt viele Verben, die eine bestimmte Präposition brauchen und leider auch einen Kasus, entweder den Dativ oder den Akkusativ. Es gibt sogar einige Adjektive und Nomen, die eine bestimmte Präposition brauchen. Du lernst das alles am besten, indem du sehr viel liest und hörst und die Struktur natürlich selbst benutzt durch Schreiben und Sprechen. Hier aber direkt einige Beispiele. Woran denkst du? Ich denke an meine Mama. Woran arbeitest du? Ich arbeite an einem neuen Projekt. Erinnerst du dich an deinen letzten Urlaub? Hast du eine Erinnerung an deine Großeltern? Hier braucht das gleichbedeutende Nomen Erinnerung auch die Präposition an. Glaubst du an Gott? Der Glaube an die Menschheit. An wen schreibst du? Er leidet an einer Krankheit.
Er ist an einer Krankheit gestorben. Nimmst du an dem Seminar teil? Du gewöhnst dich an deinen neuen Job. Ich bin mittlerweile an meinen neuen Job gewöhnt. Hier als Adjektiv. Du kannst all diese Sätze übrigens auch mit einem Nebensatz bilden. Ich gewöhne mich daran, dass ich am Wochenende arbeiten muss. Wenn dir dieses Thema noch unklar ist, verlinke ich dir hier ein Video mit einer Einführung dazu. Weiter geht's. Ich zweifle nicht an deiner Ehrlichkeit. Man muss sich an die Gesetze halten. Man kann sich an den Informationen orientieren. Im nächsten Video knüpfe ich an dieses Thema an. Beteiligst du dich auch am Geschenk? Ja, ich bin an dem Geschenk auch beteiligt. Hier wieder das Adjektiv. Du erkennst mich an meinem Haarreif. Mein Bruder hindert mich daran, mit seiner Playstation zu spielen. Und hier noch ein paar Adjektive und Nomen mit an. Er ist schuld an dem Unfall, beziehungsweise er hat Schuld an dem Unfall. Ich habe viel Freude an meinem Beruf. Ich verschwende keinen Gedanken an negative Erinnerungen. Hast du Interesse an diesem Thema? Ja, ich bin natürlich sehr an diesem Thema interessiert. Ja, das war ein sehr großer Teil der kleinen Wörter ab und an. Schreib mir gerne einen Kommentar, wenn dir noch weitere Beispiele einfallen. Und vergiss nicht, dir das kostenlose Material zum Üben zu holen. Der Link ist in der Beschreibung unter diesem Video. Ich sag dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, deine Julia.